Moin. Da sind wir wieder. In Fallout. Warum auch nicht? Und wir fangen nicht mit dem, was im Titel steht, an, sondern Sanctuary verteidigen. Natürlich. Wobei, alle haben Miniguns. Eigentlich müsste ich da nicht viel machen. Gucken wir mal. Schoko Cappuccino. Na los. Also bei Shadow Warrior ging das schneller. Get back to Diamond City one of these You ain't here days. for me. Biggest town I ever saw. Was wollt ihr alle hier? Wir werden angegriffen. It's like I can finally think straight. That's Commonwealth justice for you. Das war doch nicht alles. Ach ja, die spawnen ja sonst wo. Teilweise. Und dann kann ich ja... Dann ist es ja ganz blöd, wenn die alle hier vorne sind. Moin, Proxima. Und das war's auch schon. Ich muss einfach nur Präsenz zeigen. Die Siedler sind vernünftig ausgestattet und dann passt das. Aber es waren ja auch nur ein paar Raider. Oh. Na, wie schaut's bei dir? Klamotten klauen. Und natürlich direkt wieder überladen. Ich sehe keinen mehr. Dann hecheln wir mal zurück und schmeißen den Kram aus. So, Junk hatten die nicht wirklich. Buh. Das kommt in die andere Kiste. Und das kommt in die andere Kiste. Wo habe ich denn die Power Armor Teile her? Das kommt davon, das spielt man ein paar Tage nicht. Dann weiß man gar nicht mehr, was man in den Taschen hat. Fürchterlich. So, und das ist die Waffenkiste. Und die Rüstungskiste. Gut. Dann hüpfe ich mal zurück nach Tuffington. Da waren wir ja letztes Mal stehen geblieben.
Dann ziehe ich da noch ein kleines Mäuerchen und pflanze noch ein paar Pflänzchen. Und dann geht's weiter zur nächsten Siedlung. Und ich will mich damit auch nicht so super lange aufhalten. Aber wir wollen ja auch mal weitermachen. Mit Story und sowas. Blub. Machen wir mal hier so 2 Teile hin und ich habe mit Drops nichts am Hut. Also nicht, dass ich wüsste. Zumindest. Das ist ja auch meistens für Spiele, mit denen ich überhaupt nichts am Hut habe. Und dann muss man auch die Spiele streamen, so viel ich weiß. Und darum gibt es bei mir keine. Schwebt immer noch in der Luft. Buh. Na. Ah. Okay. Ja, also, der lustige YouTube-Exploiter, der Brite mit dem Yorkshire Tee, ich vergesse den Namen immer. Der hat herausgefunden, dass es zumindest bei YouTube so ist, dass bei einem Livestream ein View immer nur dann zählt, wenn das Video auf dem Bildschirm auch sichtbar ist. Vielleicht hat Twitch ja auch so was Ähnliches. So ist schön. Und das Video muss halt sichtbar sein. Oder zumindest ein Teil davon. Also macht es vielleicht nicht ganz so viel Sinn, wenn das Video oder wenn der Stream im Hintergrund in einem anderen Tab läuft, sondern du musst dann tatsächlich ein zweites Fenster haben. Das könnte sein. Steckt das Ding genau im Stein? Ah, fast. Ja, gut, kommt hin. Dann stecke ich da noch einen zwischen. Ich stecke da noch einen zwischen.
Ja, ich schätze mal, das wird auch mit 2 Monitoren gehen. Hier, eine halbe stecke ich da. So. Jupp. Ist wahrscheinlich das Schimmelbramen im Weg? Nein, ist es nicht. Herrlich. Jupp. Bitte, bitte, bitte. Sehr gut. Das gefällt mir. Das Teil steht ja auch super weit am Rand. Das kann ja eigentlich hier so vor. Hey, du da? Sure. Nein. Nein, nein. Meins. Weil wir brauchen ja Artillerie. Brauchen wir noch Artillerie? Die Bridwin ist unten. Das Institut ist weg. Eigentlich nicht. So, dann machen wir mal Pflänzchen. Das war ein bisschen schnell. Ah. 13. 14. 15. kriegen wir da nicht hin. Wieso will er nicht da? Machen wir hier. Fünfzehn. Oder 16. Sehen wir am Ende. Vier, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Und dann noch 15 dekorative Pflänzchen. Random. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ich kann die Büsche nicht in die Büsche stellen. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sehr schön. Ja? Need something? Ach, Computer steht da unten. Ach, Dogmeat. So, da müssten wir essen, müssten wir bei, ich glaube, 40 landen. Oder 45? 45, gut. Dann passt das. Dann habe ich mich nicht verzählt. Mal sehen. Tampines Bluff ist eigentlich schön. Da fehlt ein Bett. Und wieso fehlt da ein Bett? Da hat sich bestimmt noch so eine Infiltrationseinheit eingeschlichen. Als zusätzlicher Siedler. Oder irgendwie sowas. Wo soll ich denn hier noch ein Bett hinwerfen? Ach, hier kann nichts mehr gebaut werden. Was, das ist nicht so wichtig. Müssen die nicht selber haben. Da haben wir genug Wasserpumpen überall woanders stehen. Nur damit die sich dann hier beschweren, dass sie kein Wasser haben. Oder so. Irgendwie sowas. Gut, dann ist das gefixt. Ah, the castle. Nee. Der Slog ist eigentlich okay. 88 ist nicht so schlimm. Und Warwick hatte... Geht so. Geht so. Da kommt man nochmal eben hin. So wirklich was gebaut hatte ich nicht, außer eine Mauer und die Wasserpumpen und den Generator. Und eine Artillerie natürlich. Waren das nicht? Ja, Bill Sutton und Cedric Hopton, die sind leider draufgegangen. Die liegen da jetzt rum. Ich
pack die mal. Woanders hin. So. Huh? Ha? Ah. Damit die da nicht so im Weg rumliegen. Das ist ja so wie Covenant dann wahrscheinlich. Dass die dann Ewigkeiten rumliegen. Oder mein Spiel ist irgendwie kaputt. Ich weiß es nicht. Ich kann das immer nicht sagen. Oh. Plupp. Sehr schön. Kann ich jetzt auch die Tonne greifen? It just works. Naja, ich bin zufrieden. Holen wir Nick. Ich glaube, Nick hatte ich nach Hause geschickt. Glaube ich. Habe ich nicht noch hier die lustige Finde alle Leute Quest? Da müsste Nick ja auch dabei sein. Ja, genau. Nick habe ich nach Hause geschickt. Und dann holen wir uns mal Nick und ja, ab auf die Insel. Ah, da lang. Yeah? Let's get you examined right away. Ich glaube, links rum wäre kürzer gewesen. Can't believe Marty made it all the way to the grasshopper. Seems I never gave him enough credit. Mhm. Den Grashüpfer, den habe ich mitgenommen und den habe ich mir zu Hause zu meinen Robotern auf den Tisch gestellt und dann ist er einfach verschwunden. Das ist eine Frechheit. Hey, Valentine. Time to hit the road? Ja, Moment. Erst nehme ich noch das Heft mit. Fällt mir gerade so auf. Let's head out. Well, all right. Ja, ist ja gut. It's all right, boy. I'll take it from here. Ah, dog meat. I never visited Doc Crocker to get that touch-up I'd been thinking about. Aber Crocker ist doch total super. Der hätte sie bestimmt super hübsch gemacht.
bestimmt. Ja, dann mal sehen. Fahrer habe ich einmal durch und mich so ziemlich an die Main Quest gehalten. A stranger came to town that might help you. That's the best I can offer. Big Shop's got everything you Only need. Alan's got enough backbone to stand up to the you children. there. Are you that detective I've heard about? Nick, ja? Who said I was a detective? Mayor Avery said that someone new had arrived on the island, investigating a missing person. That must be you. I haven't been able to find any of the local police force. The louts? I don't want to start a panic, but, well, we may have a murder on our hands, and we need an outside set of eyes. Ja, aber ehrlich, nur diese faulen Polizisten, das kann ja wohl nicht angehen. Where did the crime take place? At the Cliff's Edge Hotel, just north of the town. Will you help us? There may still be a murderer at large. Ich habe so viel Charisma. Da habe ich die Abendgarderobe gar nicht an. Who's the victim? Well, we want to keep this out of the tabloids, but it's Ezra Parker, the financier of the hotel. Will you help us solve this heinous crime? Gut, ich brauche mehr Infos. Who are your employers? I shouldn't say out here in the open, but my employers are quite wealthy, as are the other patrons of the hotel. Please, you must help us. Every moment we wait, our residents are at risk. Okay. Okay, I'll help. Oh, thank goodness. Shall I guide you to the Cliff's Edge Hotel now? Nein, noch nicht. Not yet. Ah, you must have supplies you need to procure. I shall wait for you at the edge of town. Talk with Alan. I don't have time for you. Guns, guns, and more guns. Stay clear of the quarry. Loads of trappers. Alan? You here for trade? Zeig mal. Don't try anything. Ich versuche nie irgendwas. Der hat keine 2 mm Geschichten. Ernsthaft. Aber der hat dieses lustige 4570. Für irgend so ein Gewehr, was ich irgendwie schon hab. Na gut. Und Harpunen. Für die lustige Harpune. Wir wollen nicht ruckeln. So, ich hatte, als ich hier war, hatte ich an... Hallo? Hatte ich an sich schon mit allen gesprochen. Also im Prinzip können wir da direkt hin. Ich hatte das auch schon mal gemacht. Detective, shall we head to the hotel so you may begin your work? Ich hatte das auch schon mal gemacht und ich habe wohl falsch geraten. Yeah, let's go. Let's be off then. Your Geiger counter doing cartwheels too? Mhm. What's that?
Au. Anyone you walk away from. Looks like it isn't just the police who have been lax lately. The island's building inspector ought to be fired. Mhm. Definitiv. Ja, ich bin so bei Detektivgeschichten nicht so. Nicht so gut. Ich habe eher ein Auge für visuelle Details und weniger für schriftliche Details. Mhm. Das sind echt helle Lampen. Ich finde das so gut bei Cyberpunk 2077. Wenn man jemandem folgen soll oder so, wird die Laufgeschwindigkeit an die Person angeglichen. Das ist so gut. Und hier sind wir wieder entweder zu schnell oder viel zu langsam. The hotel staff really needs to do something about the lobby. I should warn you, some of the other hotel guests are a bit, rowdy. I was forced to defend myself when a few became a bit handsy, shall we say. The registered patrons are in a more exclusive area of the hotel, though, and do not associate with this sort of rabble. Shall we be off? Ich habe das damals auf Deutsch gespielt und hab's nicht richtig gemacht. What do you mean the other patrons are rowdy? I had not been in this part of the hotel for some time. Perhaps there is some sort of sporting event that has them agitated. Several of them tried to grab me and, well, their clothing was certainly not suitable for polite company. Shall we be off? Also haben wir ein paar Raider oder irgendwie sowas. I'm gonna look around here first. Very well. We can commence into the hotel as soon as you are ready. Inside, you got, just a bunch of junk in here. Nein, kein Safe Scumming. Commonwealth slept soundly. For the greatest monster was gone. Wenn ich falsch liege, liege ich falsch. Dann ist das so. Do what you did. I know it couldn't have been easy. Man muss halt nicht. Man muss mit den Konsequenzen von Entscheidungen leben können. Das ist ja auch so ein bisschen, was das Spiel ausmacht. So, einmal Ghoul filetieren bitte.
Wouldn't want it going to waste now, would we? Trapped. The elevators seem to be out of order on this level. We'll have to take the long way around. Richtig, was ja dann halt die Konsequenzen sind. Und wenn man das dann wieder spielt und dann entscheidet man sich beim nächsten Mal irgendwo anders, dann hat man halt Inhalte, die man noch gar nicht kennt. Dann ist das ein bisschen überraschender. Hm. 10-10. Bein mit 10-10. Ja. Es ist halt, ich kenne viele Leute, die ziehen die Main Quest durch und sagen, fertig. Nice. Und fassen ein Spiel dann nie wieder an. Und ich habe das früher auch so gemacht. Aber das war halt früher. Und inzwischen weiß man mehr. Wenn da Bethesda draufsteht, dann spielst du das mindestens 10-mal durch. Und machst alles jedes Mal anders. Also eins meiner Ziele ist, dass das Spiel vielleicht mal die Maus auf seinem Bildschirm behält. Damit nicht sowas passiert. Das ist ja fürchterlich. Immer das Gleiche. Ich sage ja, irgendwann werde ich stumpf den Stream beenden, weil ich auf den Knopf drücke, nur weil die Maus gerade wieder aus dem Spiel rausgeflogen ist. Ich habe alles versucht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das verhindern kann. Das ist, außer dass ich mich gelegentlich mal links rumdrehe. Oh oh. Nicht? Ah. Was war denn das? Kann ich die nicht entschärfen? Anscheinend nicht. Ja, alle Quests ist so eine Sache, weil in einem Durchlauf kann man nicht alle Quests machen. Es ist einfach so.
Gerade wenn das Quests von Fraktionen sind, wo die eine dann auf dich sauer wird, wenn du was für die andere machst. Sorry, folks. This is chewing on us. Ich will die Teller, ich brauche Glas und so. So drehen wir uns gelegentlich mal links rum. Das könnte klappen. Das ist ein Faker. So irgendwelche Items und so, das ist ja weniger das Problem. Gerade Items bei Händlern, da muss man ja eigentlich nur einmal zum Händler kommen. Und dann ist das gut. Oh, stimmt, Nick hat Granaten. Hatte ich ganz vergessen. Pirouette. Es sind sehr viele verkohlte Ghule hier. Zeigt her eure Beinchen. Ey. Wie viele sind das denn? Das dauert zu lange. Anything useful? Pirouette. Ich will mich nicht rechts rumdrehen. Links rum ist viel schöner. This elevator leads to the exclusive area of the hotel. You should feel quite privileged that they will be allowing you in. After you, the elevator is right there. Okay, dann benutze ich den einfach, den wo Out of Order draufsteht. Nein. Nick. Ah, Fahrstuhlmusik.
brauchen wir keine Mods. Da müssen wir nur die richtigen Fahrstühle fahren. Oh, saubere Handtücher. Eins Volt. Well, well. This place just got a little more interesting. Greetings! Welcome to Vault 118. Your home away from home. Underground. Are you the detective we sent for? Ich denke. Vielleicht, ja. Why do you need a detective? Well, there's been a suspicious death in the hotel. We need someone to investigate. Are you the detective we sent for? Kriegen wir ihn in eine Schleife, wo er immer fragt? Maybe. Tell me what's going on. There's been a suspicious death. We sent someone for help, but no one has come to help us yet. Are you the detective we sent for? Ja, sehr gut. Yes, I'm the detective. Oh, thank goodness. Let me just open the door for you. Aber wenn ich den Knopf drücke, dann öffne ich die Tür. Das kann ja wohl nicht angehen. Well, it's about time the police sent someone out to investigate. We have many important residents and they're very worried. What happened? Who died? It's Mr. Parker, the primary owner and financier for the hotel. This is just a disaster. They're at the crime scene again. Sounds like trouble. Don't they realize that they're going to disturb the evidence? You'd better come with me, detective. What the hell do you think you're doing? This is a crime scene. Do you not see it? The glory of the thing. The artistry. What the hell is wrong with you? Excuse me? Ezra, you have outdone yourself. This is your finest work. There is more emotion in his death than most have had in their entire lives. Our friend is dead, Mr. Avita. Have you no respect? I'm just saying that at least he had the decency to make Must have cost a fortune to build a place like There this. is nothing Please, worse if than I a may. That's what I this could is just to you? have your attention. You're sick. I'm sorry for shouting, but the detective has arrived and shall begin the investigation henceforth. Please return to your rooms until the detective has examined the crime scene and had a chance to come speak with you. Have a look at the crime scene for clues. When you're ready, we can discuss your findings. You are free to question the residents, but their safety is our priority. So unless you have solid evidence, I would avoid accusations. Protect and serve. Okay. Dann können wir uns hier umsehen. Ich schätze mal, die Vasen und so haben nichts damit zu tun. Looks like the brain enclosure was smashed. Also jemand, der drauf prügelt. Okay. Is this blood? Fragezeichen. Hell yeah. A baseball bat? Huh. What's this doing here?
Hello again, Detective. Was there anything else? Your residents are robots. Not robots, Detective. Well, not exactly, anyway. I believe the term they use is robo-brain. Back before the war, the residents decided the best way to wait it out was to put their brains inside robotic chassis. Was there anything else? I found the murder weapon. Oh no. That's the bat from Mr. McKinney's movie. You don't think he could be involved, do you? I can't imagine him ever doing such a thing. Was there anything else? I'm not sure where I should start. I suppose you should try to figure out how he died, and then who had the means and motive to kill him. Once you have enough evidence, then I suppose you'll need to confront the killer. Was there anything else? Tell me about the victim. Mr. Ezra Parker was the primary owner and financier for the hotel. He had vast experience managing venture projects around the world. It was his idea to have our premier clients become investors in the vault section of the hotel. He worked with Vault Tech to have this built to their every specification. Was there anything else? Ja, gut. Never mind. I'll be here, should you need me. Nach der vertraglich zugesicherten Werbepause. Robo-brains. At least not this one. Oder so. Kann Nick irgendwas dazu sagen? Hey. One. Kann er? Nick. All you gotta do is ask. Your thoughts? Always another case to close. Okay. Also er sagt nicht spezifisch irgendwas dazu. That's all. Well, all right. Jo. Machen wir mal ein Päuschen und so. Ich mache mir dann einen frischen Schoko-Cappuccino. Und dann sage ich mal, bis gleich.
Ja, ja. Gut. So, wir haben noch sicherlich auch ein bisschen was an Daten in der Quest selber. Also Keith McKinney, das war der Besitzer von dem Baseballschläger. Mit dem können wir nicht. Können wir, wenn das aktiv ist, dann können wir den leichter finden. You think I'm stupid? I saw the way he looked at you. You gonna tell me that's nothing? It wasn't like that. We were friends. He helped me out of a tight spot or two is all. I couldn't stand by like some pasty-faced Percy while he put the moves on my best girl. But now the law is on our tail. What are we going to do? Come away with me. Let's leave this dark hole of a city behind. We can be in Buenos Aires by tomorrow. Oh, I want to believe you, I do, but they'll never let us go. Then we'll make our stand here. I've got a gun for each of us. No. The line is, then we'll make our stand here. Two lovers together with a bullet for each of them. God. Why can't I ever get that line? Forget it. I can't do this right now. Ugh, fine. I'm going to the beach. Da fahren die stumpf über die Lampen rüber. Well, if it isn't the brave detective. I haven't seen someone with a body like that in far too long. Natürlich flirten wir. Oh, you're not so bad yourself. You should have seen me before all this. Red hair that was the envy of every girl and legs for days, darling. I'm sure you'd rather hear some of my stories from the silver screen rather than talk about that nasty murder business. Noch mehr flirten? I must say, you're quite the actress. What can I say? It just comes naturally. Care to hear some of my stories, detective? Noch mehr flirten. Have you ever done radio? Your voice is quite enchanting. Well, darling, play your cards right, and maybe I'll whisper some sweet nothings in your ear. Surely you must be here for my salacious stories of the silver screen. I must say, I've known flesh and blood girls who aren't half the woman you are. Keep it up, Tiger, and we'll find out if you can handle how much woman I am. Surely you must be here for my salacious stories of the silver screen. Noch mehr? Wir können auf ein Date gehen. Why don't we grab a bottle of wine and go watch the sunset? Sounds good, detective. Ernsthaft? That was great, detective, but we probably shouldn't make a habit of this. Catch you later, Tiger. Nicht weglaufen. Hey there, Tiger. Here for more stories about my acting career or something else? Ja. Wir sollten uns vielleicht mal über das Verbrechen unterhalten. Can you answer some questions? Sure, darling. What did you need? Did you have any thoughts about the murder? Well, it is a bit strange how obsessed Santiago has been with the murder. I mean, he's always been a bit obsessive, though. He did a whole series of paintings of me, hundreds, said I was his muse. It was flattering for a while, but the man is a bit much, even for me. Did you need something else? I found Keith's baseball bat at the scene of the murder. Any thoughts on how it got there? I don't know, detective. I can't really imagine Keith killing Ezra. Did you need something else? What were you and Keith talking about when I came in? Oh, that? We were rehearsing. Gotta stay sharp if we're going to rebuild Hollywood. But Keith always gets flustered when he's upset.
Did you need something else? Wieso kommt dann irgendwann auch ein Fallout Los Angeles? Tell me about yourself. My favorite subject. Simply put, darling, I'm the greatest actress in the world. When this international scuffle blows over, I shall return to the silver screen and lead the world to a new golden age of cinema. Did you need something else? Maybe later. I'll be around, languishing from your inattention. If I never get stuck in one of these things again, it'll be too soon. Hello, Detective. How can I help? Did you have questions about the case? Mm-hmm. Did you have any thoughts about the murder? It's obviously Santiago. He keeps going back to look at the crime scene. I found your baseball bat at the crime scene. Care to explain how it got there? Someone is clearly trying to frame me for the murder. It's probably Santiago. You saw him skulking around the crime scene. Wie sie alle mit dem Finger zeigen. What were you and Gilda talking about when I walked in? Oh, we were just rehearsing a scene. Nothing to worry about. Maybe later. Okay. Just let me know how I can help. Also, er sagt, es ist Santiago. Sie sagt, es ist Santiago. I may have to do a... Well. If it isn't the long arm of the law. Tell me, are you a devotee of the arts? Does that cruel muse call you to her entrapping bosom? Mhm. Die Kunst ist Leben. Natürlich. Art is life. Without it, we are no different than animals. Perhaps, if all we are is a sentience floating in a suit of flesh, or metal, I suppose, then art is the only true communion with the world. Come with me. Tell me, what does this piece say to you? Ja, es ist ein Gesicht. Von der Seite. Das ist die Nase. Und der streckt die Zunge raus. Oder nicht? Vielleicht? It looks kind of like a face. That spot is the eye, the red blotch is its hair, and it's sticking its tongue out. Indeed. This was the last piece I did in a series of portraits of Gilda. Number 1378. Her emotional landscape is superimposed on the portrait. The reality of the subject is distorted as the ego attempts to project itself. This way. Tell me, what does this one say to you? Also wenn ich mich richtig erinnere, hat sich irgendwie einer von denen hat sich verkleidet als der andere. Irgendwie so. Und der Tote ist gar nicht der. Irgendwie so. Wenn ich mich richtig erinnere. Bäume im Weltraum. Bäume im Weltraum. Ist so dumm. Aber machen wir mal. It looks like trees. In space!
Maybe it's about the struggle to maintain life adrift in an empty void! Intriguing. A post-cynical futurist interpretation. All meaning is contained in the struggle for life to continue. We must ascend. Jetzt ist nur die Frage, welcher von den beiden ist es? This one. And please be honest. For art without honesty is just politics. Das ist Bullshit. Das ist auch gut. Nein, es ist natürlich metaphorisch gemeint. Selbstverständlich. It's a metaphor. A young creature grappling with ideas it doesn't possess the capability to understand. Intriguing. The mind will superimpose meaning where none was intended. I had not considered it. Truth be told, this is my best-selling piece. I did this series under a pseudonym, of course. This series has made more money than any of my serious works. And I did the whole thing as a lark. What does that tell you about the value of art to the common man, huh? Ah, my fellow connoisseur of the art. Here to see my latest work. Tun Sie das. Befragen wir ihn erstmal noch weiter. Oder befragen wir ihn erstmal überhaupt zu dem Fall. Did you have any thoughts about the murder? The person you should be looking at is Juliana Riggs. That Philistine would not know art from her own excrement. She and Ezra had a rather dramatic fight recently. You could hear her banshee screeches all the way across the hotel. What were Juliana and Ezra arguing about? I don't know. I was painting at the time and I was trying to block it out. Though I bet Gilda probably heard them. Maybe you should check with her. I think you should explain why you keep returning to the crime scene. It's for inspiration, detective. The others do not like to think about it, but even we shall die someday. Like Prometheus' torch, it kindles within me the fire to create as much art as I can with the time that I have. It sounds like you've done a lot of paintings of Gilda. Why her? Our Gilda is a very singular creature, detective. Do you not see the joie de vivre from within her? I have never met another who clings to life so tenaciously, who lives so in the moment. I must admit I was quite smitten with her for a time. Mm-hmm. You're still in love with Gilda, aren't you? So what if I am? What business is it of yours? She deserves someone who truly understands her ephemeral beauty, not that brute actor. Tell me about yourself. What is there to tell? I am one of the premier artists in the world. My work is primarily in oil paint, but I have been known to do sculpture or performance art as well. Maybe later. Good. I hope my paintings are able to open your mind to new possibilities. Ja, vielleicht kann man die benutzen oder so. Dass man dann noch einen Kommentar rauskriegt oder irgendwie sowas. Also, dass der Stil der Bilder sich ändert, ist ja klar wie sonst was. Okay.
Schauen wir mal, wo die 4. ist. Hello, Mr. Whiskers. Who's a pretty kitty? Juliana, Mr. Whiskers died last month. This is Scruffy. Remember? Oh, of course. Silly me. Just let me have a look at the neural interface matrix, and I'm sure I can clear that. No, it's not that. I've just caught another cold. Probably something that got in when they sent Pearl out. Oh, God. Not this again. Last month you were convinced you had the measles. Sure made a mess of this place, What would didn't you even they? know about it? Besides, I think it may be malaria. First of all, I am a doctor. Yes, but not a real doctor. Robotics isn't an actual medical degree. Secondly, I've told you time and again, you can't get sick inside the suit. It's not physically possible. I know when I'm getting sick, Bert. Now why don't you just wander off and play in your lab? Mr. Scruffy and I are going to rewrite the will, so he will get everything when I die because horrible Bert didn't believe me. Oh, God, Juliana. Have fun, Whatever. dear. I'm going to the lab. Hello, Detective. Did you need something? I heard that Juliana and Ezra had an argument a few days before he was found dead. Tell me about that. Well, I was in my lab at the time, so I didn't hear it. But Juliana has always been rather critical of Mr. Parker. I think she found something in the overseer's office. I wasn't listening when she told me about it. I kind of had my head in my research. I don't know, really. I try to let her handle all the money stuff. Oh, was there something else, Detective? Did you have any thoughts about the murder? Oh, well, that's not really my field of expertise, but I'm sure there are probably some clues at the crime scene. Oh, was there something else, Detective? Are you the detective we called for? Hier gibt's einen Strand. Ja, wir werden auf jeden Fall in das Terminal vom Aufseher reingucken. Tell me about yourself. Oh, well, I'm a scientist. You've probably met my wife, Juliana, already. I'm not sure what else to say, really. Oh, was there something else, Detective? Tell me about your research. Well, I was one of the leads on the team that created the first robo-brains, the precursors to our model. Most people don't find it all that interesting, and I'd rather not bore you. Oh, was there something else, Detective? Doch, ich finde das interessant. I'd like to hear more about your research. Oh, wonderful. No one else here really wants to talk about it. Functionally, this model is more or less the same as the previous versions I worked on, but without the neural inhibitor and the reconditioning. The voice modulator seems to have some minor issues interfacing with the neural matrix, which can add some moodiness. But that's easily solved with regular tune-ups. Oh, was there something else, Detective? Robobrains have a voice modulator? Tell me about that. That's what allows us to recreate our original voices. They can mimic any normal human voice, actually. I've speculated for some time that the issues we had with our recruited subjects is due to the brain attempting to preserve a sense of self. Maintaining our original voices helps reinforce the neural network, sort of like playing music for an Alzheimer patient. Oh, was there something else, Detective?
Also kann im Prinzip jeder Robobrain jede Stimme nachmachen. Was ja auch erklärt, warum die Leiche nicht die Leiche ist. I'd like to hear more about your research. I'm afraid that's really all I should say about it. I mean, it is still classified, but I wanted to help with the investigation. Was there something else, Detective? Wie? Das ist immer noch geheim. Oder unter Geheimhaltung. Das kann wohl nicht angehen. Das ist 200 Jahre her. Maybe later. Very well. I'll just get back to my work then. Ja, da gibt es doch irgendwelche lustigen Gesetze, dass es nur 40 Jahre sind oder 50, wie auch immer. Hello, Detective. Did you have a question about the heinous murder? I heard you had a big fight with Ezra a few days ago. Care to explain? Oh, well, it wasn't that big a deal, really. He wanted more money to pay for repairs on the hotel. I wasn't feeling well that day and lashed out a bit at the poor man. I really should have listened to him more. Ja, das mit den Klamotten ist mir klar. What's with the junk? What's with all the junk in here? These are our things. We're just waiting till the war blows over so we can bring them back to the mansion. Welche Villa? Tell me about yourself. I'm Juliana Riggs, heiress to the Riggs fortune and wife of Bert Riggs. I'm not sure what else you expected, Detective. Jetzt ist nur die Frage, gibt es irgendwo eine Riggs-Menschen oder irgendwie sowas? Did you have any thoughts about the murder? If you ask me, it's one of those actors. Or that horrible painter. Their type is always the cause of violence. Ich würde fast behaupten, dass sie das ist. Maybe later. Good luck catching the murderer, Detective. Heißt das Hotel Riggs Hotel? Cliff's Edge Hotel. Oder meinst du, dass du in Good Neighbor? Mhm. Ja, dann suchen wir mal das Terminal. Ach so, das ist das Atrium eigentlich, okay. Kann ich. Got it. Uah. Vault 118 Overseers Log. Ach, spiel mal ab. Progress on construction of the second wing of the vault is completely stalled. Once the premier area of the vault had been completed, funding seems to have been cut off. My supervisors have informed me that they haven't received payment from Mr. Parker, and Vault-Tec won't pay out of pocket to continue construction. I've repeatedly approached Ezra about the finances, but he keeps telling me that Mrs. Riggs hasn't transferred the funds. However, when I asked her, Juliana said that she had just given Ezra extra for the gold paint in the rooms. I've hired an investigator to look for signs of embezzlement in a few weeks.
Okay, das nehme ich mit. So, hier haben wir ein Experiment zwischen der Arbeiterklasse und Schnöseln. ähm. Okay, es gibt noch einen zweiten Flügel, der nicht so luxuriös ist. Und das ist im Prinzip nur noch mal etwas detaillierter von dem, was wir schon wissen. They are considered to be above all legal restrictions when interacting with Test Group B. Also stehen die über dem Gesetz, wenn man so möchte. Und dann stopfen wir noch 300 andere Leute rein in eine Sardinenbüchse. So ungefähr. Gott. Ja, das ist das, was auf dem Tape war. Dass Juliette Riggs ja nicht bezahlt hat. Aber irgendwie doch auch extra bezahlt hat für die Goldfarbe in ihren Raum. Und hier ist gerade der Text, dass der eine, mit dem wir gerade gesprochen haben, die anderen einfach überredet hat. Dass die zu Robo-Brains werden. Was schon witzig ist. Ja, und der zweite Flügel ist noch nicht fertig.
So, und die Leute aus der Bevölkerung, die haben es gar nicht reingeschafft. Weil jemand von den Schnöseln das überschrieben hat, dass die Vault-Tür wieder aufgeht. Und der Aufseher war nicht besonders glücklich darüber. Besser mit den reichen Arschlöchern. Sounds like Ezra was embezzling from his investors. Hier eingesperrt ist. Liegt hier nicht noch irgendwas rum oder so? Sieht nicht danach aus. Also gibt es einen zweiten Flügel irgendwo? Ist nur die Frage, wo. Hello again. Did you need something? Have you noticed Juliana acting strangely lately? Oh, well, I'm probably just being paranoid, but she's been so much more pleasant lately. I mean, it's been nice, but also a bit unnerving. Most people don't really understand us, but I always appreciated how she can just take charge of a situation. It's what allowed me to focus on my research. I'm worried something has happened to her. She doesn't seem like the same person. Was there something else, Detective? Also das mit dem Charisma 11 ist, glaube ich, damit macht man eigentlich alles kaputt. What do you mean? Juliana's not the same person. My wife has always been a very harsh woman, Detective. I don't know who it is in our rooms, but that is not my wife, Detective. Was there something else, Detective? Naja, ich habe ja 11. Das scheint ja eigentlich für alles zu reichen. Did you have any thoughts about the murder? Yeah, I don't want to talk about this anymore. Please, just go. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich habe die auch rausgeschmissen. Ja. Ich habe die rausgeschmissen. Hello, Detective. How can I help? Did you have questions about the case? Okay, er hat weiter nichts zu sagen. Okay. Just let me know how I can help. Da haben wir nicht reingeguckt. Ich gehe auch eher davon aus, dass es einfach nur irgendeine Tür, die noch nie jemand aufgemacht hat, statt dass es eine geheime Wand ist. Kanone, eine Schaufel. Was?
Aha. Ja, Ezra ist wohl sehr viel gereist. Natürlich ist immer irgendwie ein ganz kleines Dingsi, was irgendwie in der Jackentasche steckt, nicht dafür verantwortlich, dass man nicht drauf geht, wenn auf einem geschossen wird. Die übliche Geschichte. Ein Schlüssel. Nice. Finde ich gut. You got a thing for antiques, huh? Wobei, das war der Aufseherschlüssel. Ich gehe einfach mal davon aus, dass der nur die Tür vom Aufseher aufmacht. Yummy. Ist ein bisschen klein für 300 Leute. Also 310 plus eine Handvoll Wissenschaftler und den Aufseher. So, hier geht's wieder runter. The detective's life isn't an easy one, but it rarely lacks for excitement. Protect and serve. Scheint auch nichts Besonderes rumzuliegen. Was haben wir da oben? Hier geht's wieder raus. Ja. Wo geht's da hin? Das sieht mir eher aus wie eine schimmlige Vault. Warum sollten die Autos in der Vault haben? Loch, okay. Ist das der unfertige Flügel? Kann ich hier was drücken? Oh, stimmt. Wie habe ich das denn übersehen? Da ist die Lampe an. Da nicht.
Warum ist hier die Lampe an? Warum geht das nicht auf? Warum kann ich das nicht drücken? Ich will das drücken. Hier ist aber auch eine Lampe an und die kann ich auch nicht drücken. Das ist der Knopf für die Tür. Das sieht so drückbar aus. Da ist ein gelber Knopf. Ich möchte den gelben Knopf drücken. Nicht unter schwebende Lasten durchlaufen. Aber das scheint es dann da gewesen zu sein in der Ecke. Schlüsselhaken. That sure doesn't look like it came in with us. Ja, Nick, ich weiß. Ich hätte ja damit gerechnet, dass hier ein Haufen überfällige Bücher sind oder so. Folgen wir der rechten Wand. Welcome to the Vault 118 gift shop. Forgot a personal item at home. Did you have any thoughts on the case? I'm afraid not, Detective. We're really at a loss, which is why I was sent to find you. Looking for a gift to bring back to that special someone? What have you got? Keepsakes, hunting equipment, and a variety of small personal items. Need to restock on hunting or fishing supplies? Sure. Let's take a look. Something for everyone. Vielleicht hat sie ja ein bisschen lustige Munition. Genau. Ich bin auch froh, dass ich so ein bisschen Caps mitgebracht habe. Davon haben wir vorhin auf jeden Fall einen Haufen verschossen. Weiter rechts rum. Obwohl, hier waren wir schon überall. Ja, rotes Kleid. Aber ich bin nicht blond. Das ist dann immer... Hello, Detective. How can I help? Did you have questions about the case? Er will immer noch nichts erzählen, okay? Just let me know how I can help. Hatte ich nicht eine Einladung zu einem Date? Wir waren direkt auf dem Date. Das ist ja, als ich noch mehr Flirty gemacht habe. Da sind wir ja direkt bei ihr im Zimmer gelandet. My fellow connoisseur of the arts, here to see my latest work. Eigentlich schon? Nein. Never mind. Können ja nochmal alle abklappern. Ja, meinst du diesen? Der ist natürlich bei den Duschen.
You think anyone actually felt like they were at the beach in here? Yeah, me neither. Da kommt keine Musik raus. Hey there, Tiger. Here for more stories about my acting career or something else? Tell me something. Sure, darling. What did you need? Apparently, Juliana had a big argument with Ezra a few days before he died. Did you happen to overhear any of the conversation? Oh, yes. I haven't seen a woman go off like that since Teresa Dubois fired her costume designer. But to get back to your question, it was fever pitch, Detective. She had apparently gone to the Overseer's office to check on the state of things and found it in horrible disrepair. But, and this is where it gets interesting, it sounded like she found something that really set her off. Couldn't hear what, though. Did you need something else? I've gotten the impression you've had an affair with Santiago. Look, I love Keith, I do. But sometimes he just can't give me the attention I need. A girl gets lonely, Detective. It only lasted a few dozen years. The man's a bit much, even for me. Did you need something else? Never mind. I'll be around, languishing from your inattention. Ist das sauber? Das ist sauber. ...200 Jahre altes Wasser trinken. Sehr gut. Ich habe die Lampe noch an die ganze Zeit. Did you have a question about the heinous murder? Ja, vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das ist. There's evidence Ezra was embezzling from his investors. Oh, well, I really don't believe that. Mr. Parker wouldn't do such a thing, I'm sure. Einfach nur, weil die gar nichts erzählt. Alle anderen Never mind. Good luck catching. erzählen ja so ein bisschen was. Was haben wir hier? Noch mehr Zeug. Und spielende Katzen? Katze. Katze. Dann hatte sie ja auch noch eine Katze, die irgendwie gestorben ist und jetzt hat sie eine neue Katze. Katzen, Katzen, Katzen. Überall Katzen. Oh, das funktioniert ja gar nicht. Was bleibt auch, also von den Quest-Markern, bleibt ja auch nur noch sie. Das ist ja auch witzig. Hello, Detective. Did you have a question about the heinous murder? I think you're a murderer. Detective,
Why would I want to kill Mr. Parker? Das war ja... Das ist perfekt. Maybe you can give me a reason it couldn't be you. I'm sick all the time, Detective. I don't have the strength to do such a thing. Perfekt. It just works. Habe ich mal gehört. Give it up. I know your secret, Juliana. Or should I say, Ezra? Well, Detective, that's quite the claim. It's a shame. I thought I could keep the ruse going a little longer. Oh, well. Had to end eventually, I suppose. This doesn't have to end in more violence, Detective. Just walk away. I'll leave, and you can tell them I escaped. Ja. Why did you kill Juliana? I hadn't planned on it, but Juliana figured out what I was doing and had to be dealt with swiftly. I thought I could get a bit more money out of this place before making my escape. What's it going to be, Detective? Join me in getting rich? Or die defending some outdated ideals? Ich glaube, ich habe den perfekten Punkt getroffen. Oh Mann. Will ich was abhaben? Wenn ja, wie viel? Ich habe keine Lust zu kämpfen. Ich will was abhaben. Ich bin gierig, ich bin arm. If I'm going to let you go, I want a cut of what you've stolen. So it's like that, eh? Fine. I'll grease your palm a bit, Detective. Now, am I free to go? War mir klar, dass Valentine das nicht mag. Aber nein. Not a chance. Your murder spree stops here. Then let us end this. Ah, Kopf tut nicht so weh. Okay, Dings, bla, bla, bla. Das sollte reichen. Hä? Volt 118 Schlüssel. Und nochmal 500. Ich weiß nicht, als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich, glaube ich, Santiago genommen als Opfer. Und dann hatte irgendeiner sich dann halt lustig gemacht und ist weggerannt. Irgendwie so. I found the killer. It was Ezra. He killed Juliana and took her place to hide his tracks. My word! I never thought Mr. Parker was capable of something like this. What happened when you confronted him? Oh, was Lustiges. Turns out Robo-Brains can eat. And I served him up a heapin' helping of justice. Well, bravo, I suppose. Here you are, Detective. Payment for your services and a bonus for uncovering such a heinous plot. I don't think we could have done it without you.
Ja, aber ja. Also von dem, was wir im Terminal gefunden haben und so, war das schon relativ klar. Und weil ich wusste, dass irgendwie die Leiche nicht die Leiche ist. Und wenn man dann mit allen redet und die auch alle überzeugen kann, weil man so charismatisch ist, dann ist man ja auch, hat man ja auch nur noch einen Quest-Marker und das ist das Ding. Manchmal machen Quest-Marker Spiele kaputt. Da könnte man eigentlich sagen, danke Call of Duty. Oder war das Medal of Honor? Ja, hey Nick. Wollen wir uns Glitchy Nick angucken? Gucken wir uns Glitchy Nick an. Und es ist auch schon wieder eine Stunde rum. Also machen wir noch mal eben ein kleines Päuschen. Und ja, später ins Hotel nochmal. Also gibt es ja mehr als nur eine Quest, denke ich mal. Dann, ja, schauen wir mal, wohin es uns gleich treibt. Bis gleich.
Ja. Gut. Ja, da ich ja schon mal hier war, hatte ich ja vorhin auch erzählt, habe ich natürlich so die ein oder andere Quest. Und zwar ein paar Festplatten besorgen. Und dann können wir den Sins in Arcadia helfen. Und die Geheimnisse von Dima aufdecken. Ich glaube, ein bisschen Piu Piu ist das Einfachste gerade. Können wir das ja mal eben machen. Good to keep going? I don't sleep or eat or anything like that. But if you need to, you do it. So, hier wollen wir uns links rumdrehen, damit wir nicht wieder auf den anderen Bildschirm klicken. Bupp. Dann rennen wir mal stumpf durch den Wald. Hingefallen? Hingefallen. Where'd you go? Don't underestimate us again. Jo. Sehr gut. Ist das hier eine Siedlung oder kommt mir das nur so vor? Und warum sind wir wieder ruppig? Ach ja, dieses Spiel und Performance. Da kann man noch so viel optimieren. Na. Nicht abstürzen. Nicht abstürzen. Können wir mal zurückhüpfen? Ach so, ja, und ich habe ja auch noch ein Level Up. Da wollte ich mir einmal den Scrapper holen und dann geht's mit Glück weiter.
Captain Avery's all right, I guess. Remember, the island's always watching. Be careful out there. Mhm, bin ich. I wiped out the feral ghouls at the campground. The hero of our saga returns triumphant. I bet the island didn't see that coming. It's only right you get paid for your troubles. Here's 200 caps for you. Ich bin reich. Ja, ist nur die Frage, ob das Radiant Quests sind oder ob das auch irgendwann ein tatsächliches Ende nimmt. So, who else needs to be avenged? Well, I'm glad you asked. I've been thinking about what's next, and then it came to me. We all love our grandparents, don't we? Kind, gentle, doting, love to spoil you. You'd never want something awful to happen to them. Nobody would. That's why it broke my heart when I lost Grandpa George. What happened to him? He had a farm, little ways north of here. Lived a peaceful life, working the land and not causing anyone trouble. The island sent something after him. A huge monster, mean as spit, and with claws to snap steel beams. A fog crawler. Grandpa bravely stood his ground. A shotgun in his hands, holding off that terror while the farmhands fled back here. If you can take out that shell-backed devil, it'll send a message loud and clear that says the Daltons never forget when they've been wronged. Hört sich gut an. Where can I find this farm? Follow the coastline to the north. Was heißt denn hier, ich habe meine Grenzen? Nee. That fog crawler's gonna pay. For Grandpa George. That's the spirit. So, gucken wir mal. Angeblich steht hier eine Powerrüstung. Da drüben. Ich habe doch gar keine mitgebracht. You need it? The bait shop's got it. I don't have time. Oder bin ich blöd? Ich stehe genau drauf. Angeblich. Oder der zeigt die nur hier an, weil die letzte, die ich benutzt habe, steht auf Sentinel Island. Das kann natürlich sein. Fresh shipment in. All your medical and food needs. Haben wir das Ruckeln geht mir total auf den Senkel. Wir springen mal zum Hotel, dann ist der Weg ein bisschen kürzer. Und das Level-Up nicht vergessen. Mit dem Scrapper. Wo ist der? Da. So. Was haben wir hier für eine kleine Siedlung?
unfreundliche Siedlung. Bärenfallen? Mit einer Werkstatt. Ah. Schade. Warum kann ich die nicht benutzen? Muss ich erst alle Gegner erledigen oder ist das Quest gebunden? Weil hier scheinen ja keine Gegner zu sein. Nun gut. Na komm. Mal diese Muscheln. Ah. Ja, ich habe zum Abladen habe ich ja schon Longfellows Cabin. Wo ist der andere? Von daher kann ich hier mitschleppen, was ich möchte. Das ist immer so toll, wenn die verschwinden. Ist das eine Myla Queen Remix? Kann man so sagen. Gucken, was passiert. Oh, nicht viel. Schade. Überhaupt nicht viel.
Okay. Habe ich einen guten Spawn erwischt, dass das Viech da auf dem Felsen war und sich nicht wirklich bewegen konnte? Würde ich jetzt behaupten. Gibt es hier auch eine Werkstatt? Anscheinend nicht. Dann hüpfen wir zurück. Und halten uns mal so ein bisschen an ihre Quests. Ach, und hier gibt es ja auch irgendwo noch die Children of Atom. Irgendwie sowas. Ich erinnere mich dunkel. You ask anyone in Far Harbor, they'll tell you Grandpa George was everybody's favorite. Grandpa George can rest in peace. The fog crawler is dead. Wonderful. That's another chapter successfully concluded. You truly are the heroic Avenger I hoped you were. With that fog crawler gone, we can send some folks up there to get the place ready for you. That's right. The farm is yours. Your own little piece of the island. It'll take work to get it up and running again, but you'll have help. And here's another 200 caps in gratitude for your service to the great Dalton lineage. Ich werde sie jetzt nicht ausnehmen und nach mehr Geld fragen, obwohl ich das ja eigentlich... Who else needs to be avenged? Naja. I was just about to explain. No, I don't have to tell you that the bonds of blood and family are strong. As strong as any a person can know. But if you ask me, the strongest among them is the bond that exists between two married people. That's why the last part of this tale is the hardest one for me to tell. You were married. What happened? My late husband, Daniel, was the best fisherman this island ever saw. He and his crew had a favorite fishing spot out by Brooks Head Lighthouse. One day, a day I'll never forget, I see Danny's boat pulling up with his crewmen all shouting and carrying on. Turns out some trappers moved into the lighthouse. No doubt because the island told them to. They're all crazier than a bag of mole rats. Their leader was having a little target practice. Shot Danny right between the eyes. Killed him, just like that. You go and get that son of a bitch. You make him pay for doing the island's bidding. How do I get to the Brookshead Lighthouse? It's southwest of town, not far from the quarry. Hier gibt's einen Steinbruch. Wait, did you just call someone else crazy? That is priceless. What? I don't get your meaning. Ugh, never mind that. Remember, trappers may be half crazy from the fog, but they still know how to use a gun. Okay. Das wird ja nicht so schwer sein. Like that? No wonder
you wiped out those crabs? Food. Stim packs. Fully stuffed. Sollte ich vielleicht mal kurz zu Longfellows gehen? Wo ist es? Ah, ich habe keine Dings. Oh, ganz im Süden. Wie? Ich war da noch nicht. Da muss ich da ja mal eben hin, damit ich da schnell reisen kann zum Leermachen. Keep saying to myself I should settle down someday. I think I missed the boat on that one. Oder nehme ich Longfellow mal mit? Nein. So. Das Combat Armor, das würde ich in die Kiste packen. Hello? What are you hiding? Damit ich die später wiederfinde. Und nicht einfach hier in der Butze vergesse. Club. Und dann machen wir noch einen für Waffen. Oder andersrum. Je nachdem. Machen wir links die Waffen. Und rechts die Rüstung. So. Das Overseer Log kann weg, die Lunchbox. Und die 4 Säcke Zement natürlich, die ich gerade aufgenommen habe. Gut, dann... Boah, ganz am anderen Ende. Hüpfen wir nach Arcadia und laufen einfach mal Richtung Süden. Dann haben wir hier auch noch ein paar Höhlen und vielleicht noch den einen oder anderen Ort zum Entdecken. Das ist zu hoch.
Das hat mich erschreckt. Schweinerei. Springt er einfach so aus der Erde. Aber naja. Red Scorpions kriegen das auch hin. Komm schon, wie schnell ist denn der? You're in for it now. Treffe ich nicht. Kochstation im Weg. Sag ich doch. Oh Mann. Then, you don't have to do this. Noch nicht. Jetzt. Nee, nee, nee. Das kann ich. Sweet. Ja, auch nichts besonders Ungewöhnliches drin. Oh Mann, oh. Ich glaube, das Spiel hat keine Lust mehr. Da noch ein. Wie viel schleppe ich mit? 2,35. Ich will nur vorbei. Treibt sich hier irgendwas rum?
Was? Es gibt Hühnchen. Hühnchen. Jede Menge Aktionspunkte für alle. Und Munition ohne Ende. Ich wollte hier draußen noch eine Automatikflinte machen. Wenn ich die Kommando geskillt habe, nachdem ich Glück geskillt habe. Dinge und so. Wir haben brennendes Wasser. Das ist immer nicht gut, wenn Wasser brennt. Und ich muss darüber. Das ist sehr weit. Geht so. Wir können ein bisschen tauchen. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass wir heute so ein Ruckelfest haben. Aber das ist morgen dann weg. Wenn, ja, bitte weiter. Oh Mann. Beziehungsweise ich werde, glaube ich, heute Abend mal so einen kleinen Ich mache Musik Stream machen. Ja. Na komm. Na komm, Sound. Haben wir uns beruhigt? Anscheinend. Ja, auf jeden Fall so einen kleinen Ich mache Musikstream machen. Weil ich schaue mir meine Streams ja auch an. Und so langsam nervt mich echt die Musik in den Pausen und so. Sehr schön. Also wenn wir mal nachher irgendwas, keine Ahnung, Chilliges oder so, mal versuchen zusammen zu basteln, was vielleicht nicht unbedingt so Oldschool Tech House ist oder so.
sondern eher was Entspannteres. Schade, dass ich keinen Crit habe. Ah, Stein. Someone's coming. Look who's back. Kann ich da durchschießen? Nein. Oh, wow, das ist echt nervig. Jetzt nimmt das Überhand. Nicht Zeug werfen. Sound. Können wir Sound haben, bitte? Was will er denn? Was fällt ihm denn ein? Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Ah, jetzt alles auf einmal, natürlich. Also ich will da noch hin, auf jeden Fall. Wenn das Spiel mich lässt. Warte mal, der Legendary hatte kein Legendary-Teil? Das war kein Legendary? Ah, dann war das der Flammenwerfer, okay. Hat er sich das geschnappt. Ja, ich möchte alles nehmen. Dann hatten wir da hinten noch eine. Ja, nein, den da oben, den lassen wir mal. Ach Mist, jetzt bin ich überladen. Wie weit ist das letzte weg, was wir entdeckt haben? Da. Haben wir hier noch was? Nö. Dann Steinbruch. Steinbruch entdecken und zurück zum Abladen. Ja. Entdecke den Steinbruch. Mehr will ich doch gar nicht. Danke. So, dann können wir mal eben zu Longfellows oder auch nicht, weil Gegner in der Nähe sind. Ja, ist ja gut. Oh, jetzt. Das ist überhaupt nicht nervig. Oh Mann. Das kann natürlich an diesem Performance Booster liegen. Ich bin mir da nicht so sicher. Vielleicht sollte ich mir hier auch
einen lustigen Ressourcenteppich hinschmeißen. Damit ich auch vor der Kiste lande. Das spart dann so ein bisschen rumlaufen. Mhm. Ich finde das voll gut. Nee, das hat so keinen Sinn. Dann machen wir hier erstmal Feierabend und so. Nützt ja nichts. Ich werde mal rumtesten, wo das herkommt. Ob das jetzt an dem Ladebooster liegt oder an irgendwas anderem. Ich weiß nur, wenn ich meine Kiste neu starte, ist das weg. Wenn ich das Spiel neu starte, reicht es nicht. Kann man halt nichts machen. Dann knallen wir die Trapper morgen weg. Und so? Und ja, dann danke fürs Reinschauen und sowas. Und bis zum nächsten Mal. Reinhauen.